Ich bin die Hanna Rabenstein, bin selbstständige Designerin und Künstlerin und lebe und arbeite von Nürnberg aus in alle Himmelsrichtungen. So richtig verliebt in die Buchstaben habe ich mich, glaube ich, 2008, als ich auch selber das erste Mal so richtig mit Kalligrafie in Berührung gekommen bin. Das war zu der Zeit, als ich mich für mein Designstudium beworben habe und meine Mappe gestaltet habe. Hatte ich ein Unterrichtsfach namens Kalligrafie eben und dachte mir so, okay. Ich weiß auch noch, dass ich die Kunst der Kalligrafie auch schon immer sehr bewundert habe, aber nie gedacht hätte, dass ich da irgendwie mal ein Händchen dafür haben könnte. Und dann ging's los. Und dann habe ich echt schnell gemerkt, und das war wirklich so ein Schlüsselmoment, wie wunderschön Buchstaben eigentlich sind. Meinen allerersten Molotow-Marker habe ich damals von einem meiner Typografieprofessoren geschenkt bekommen. Und ich glaube, das war 2011 oder 2012. Und ich weiß auch noch genau, was es für einer war. Es war ein weißer One for All mit einer 15 mm Spitze. Und ich hatte meinen ersten Acrylmarker in den Händen. Und ich weiß auch noch, wie ich nach Hause gedüst bin, in meiner kleinen Küche, an meinem kleinen Küchentisch saß. Und ich habe instantly angefangen, mit diesem Marker diesen kompletten Tisch zu beschreiben. Und ich glaube, da ging dann auch echt so dieses Fable los. Ich möchte Objekte beschriften. Ich möchte auf allen möglichen Oberflächen schreiben. Das hat mir von da an echt sehr viel Spaß gemacht. Ja? Das war so der Schlüsselmoment, wo meine Love Affair mit Molotow losging. Ich denke immer schon, dass es sehr daran liegt, dass ich einfach Typografie studiert habe, ne? Dass ich wirklich gefühlt mit der Lupe da saß und mir die Anatomie von Buchstaben förmlich aufgesaugt habe, ja? Dass ich weiß, wie ist ein Buchstabe aufgebaut, um dann eben für mich ein Verständnis und ein Gefühl und im Kopf schon fast so eine kleine Bibliothek irgendwie anzulegen mit Schriftarten, auf die ich dann irgendwie immer quasi so zurückgreifen kann. Und wenn du das Vorhandene noch mit deinem eigenen Style quasi weiterentwickelst und dann am Ende ein harmonisches Gesamtbild zu sehen ist, bin ich die Glücklichste und man soll es lesen können. Und es ist ja auch das Schöne, dass du irgendwas in einem Flow schreiben kannst oder in einem Flow konstruierst. Ja, man hat schon so für die verschiedenen Oberflächen so seine Favorites entwickelt. Ich bin trotzdem die Lady mit den Markern, würde ich jetzt einfach mal mich bezeichnen. Am Ende steht und fällt wirklich alles mit Format, Oberfläche und was will ich ausdrücken. Ob ich einen Lieblingsbuchstaben habe, da muss ich immer ein bisschen schmunzeln, weil ich sage immer, ich habe so Affären mit Buchstaben. Also ohne Scheiß, es wechselt immer so ein bisschen. Vielleicht ein bisschen egoistisch, aber das Hanna-H gefällt mir sehr gut. Das große H, das geht mir irgendwie ganz gut von der Hand. Und was ich total mag, ist das kleine und das große M. Und wo du, glaube ich, am meisten Gestaltungsspielraum vielleicht sogar hast oder Fantasie, sag ich mal, mit einfließen lassen kannst, ist das Q, das große Q. Das hat schon auch was, wenn man sich mal ein bisschen damit beschäftigt.